Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. In unserem heutigen Video dreht es sich rund um das Jailbreaken von iOS-Geräten. Unser Fokus werden wir dabei auf den Checkmate-Exploit legen, der in den letzten Jahren gewisse Weiterentwicklungen erfahren hat. Grundsätzlich gibt es hier zwei verschiedene Toollösungen. Wir werden uns da beide anschauen. Wir werden die Frage klären, welches für welche Situation die richtige ist. Wir werden dann den Checkmate-Exploit dann auch mal auf einem iPad hier tatsächlich mal durchführen. Auch beim Jailbreak gibt es dann nochmal Unterschiede. Wir haben hier Unterschiede Root-Full und Root-Less Jailbreaks. Was ist da der Unterschied? Wir werden uns heute eins von den beiden schon mal anschauen. Den Root-Full Jailbreak werden wir in meinem Folgevideo anschauen. Und auch im Folgevideo werden wir auch noch die Frage klären, warum gibt es momentan eigentlich keine wirklich relevanten Jailbreaks mehr. Mit der Erklärung vom Jailbreak und mit der Live-Demo zum Jailbreak starten wir sofort, wie immer, nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Seed, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, der Checkmate-Exploit ist ja schon einige Jahre hier auf dem Markt, wie ich schon in der Einleitung gesagt habe, aber bei neuen Geräten nicht mehr wirksam. In welche Teilbereiche er sich hier aufteilt, wo er noch geht, bei welchen Geräten, das möchten wir uns erstmal anschauen, bevor wir uns dann tatsächlich mit dem Jailbreak an einem echten Gerät mal austoben werden. Ja, ich möchte euch eigentlich zum Hintergrund vom Checkmate-Exploit, also von den technischen Details, gar nicht so viel langweilen. Denn das Ganze ist ziemlich anspruchsvoll technisch gesehen, aber man kann sagen, wenn ein Gerät, ein iOS-Gerät gestartet wird, durchläuft das Gerät den Bootraum. Im Bootraum wird dafür gesorgt, dass das Betriebssystem geladen wird und das für Fälle, wo zum Beispiel das Betriebssystem noch nicht lauffähig ist, zum Beispiel im DFÜ-Modus oder im Wiederherstellungsmodus, die Software neu installiert werden kann. Bei der Installation werden hier verschiedene DFÜ-Befehle durchlaufen, die aber durch einen Fehler im Bootraum einen Bug haben, sodass ich hier nach und nach, also ich muss hier mehrere Schleifen von diesem Vorgang drehen, ich aber hier nach und nach eigenen Code im Speicher ablegen kann, den ich dann unterm Strich ausführen kann. Das heißt, ich kann hier die Kontrolle übernehmen und es greifen hier nicht mehr die Sicherheitsrestriktionen, dass hier nur vertrauenswürdiger Code geladen wird. Betroffen sind die Geräte mit dem A5 bis A11 Chip. Ich habe da hier auch mal eine Übersichtsgrafik, also ich habe jetzt hier nicht jedes iPad dabei, aber diese Grafik hier von Elcomsoft, die ist eine russische Firma, die immer wieder mal so Forensik-Tools für iOS-Geräte rausbringt. Bei der Grafik habe ich mich jetzt hier einfach mal bedient. Wie gesagt, Fokus auf iPhone, nicht auf iPads. Wenn wir sehen, A5 bis A11, da sind wir hier, zweite Zeile das Grüne, bis hier unten der blaue Kasten noch komplett. Wir reden hier von den betroffenen Geräten vom iPhone 4S bis zum iPhone X oder 10. Muss dazu sagen, der Checkmate-Exploit ist theoretisch möglich ab dem 4S, aber praktisch wurde er erstmals fürs 5S lauffähig rausgebracht. Hintergrund ist, der A5 und der A6 läuft auf 32-Bit-Architektur und ab dem A7 haben wir eine 64-Bit-ARM-Architektur und der Checkmate-Exploit durch den ersten Veröffentlicher hier wurde nur auf 64-Bit-Architektur optimiert. Das heißt, es wäre zwar theoretisch möglich, aber die ganze Anpassung wollten sie nicht machen, weil zum damaligen Zeitpunkt die 4S und 5C, die 5 Color Edition, bereits schon eher nicht mehr repräsentativ am Gerätemarkt waren. Das heißt, Fokus, wenn ihr Geräte habt, die ihr jailbreaken wollt mit Checkmate-Exploit, dann ab 5S bis zum iPhone X. Ab dem XR und XS ist er nicht mehr verwundbar. Da wurde der
die Schwachstelle im Chip bereinigt und auch zwischendrin gab es, also der Bootraum-Exploit ist ja nicht fixbar, weil der ist in Hardware drin vorhanden, aber Apple hat sich hier Gedanken gemacht, wie sie trotzdem hier mitigierende Maßnahmen umsetzen können, um dem Exploit irgendwo entgegenzuwirken. Wenn ich den Checkmate-Exploit durchführen möchte, ist das Mittel der Wahl die Software Checkra1. Checkra1 war das erste Tool, was den Checkmate-Exploit praktisch ausgenutzt hat. Das ist im Prinzip hier ein Jailbreak-Toolkit, was quasi von der Exploitation bis zur Installation von Cydia dann eine komplette Jailbreak-Umgebung mitbringt. Checkra1 funktioniert eben, hier sehen wir es auch nochmal, ab dem iPhone 5S bis zum iPhone X. Ab iOS 12 und nach oben. 12 nach oben nicht ganz, also wir haben iOS 12, 13 und 14 von der ursprünglichen Software unterstützt. Was ist jetzt aber mit iOS 15? Ja, mit iOS 15 hat Apple hier einen Sprung gemacht, einen technologischen Sprung, sage ich mal. Mit iOS 15 hat man als zusätzliche Sicherheitsebene das komplette Betriebssystem Read-Only gemacht. Das heißt, man kann über die bis dahin etablierten Jailbreak-Techniken das Betriebssystem nicht mehr modifizieren, sodass wir hier keinerlei Veränderungen mehr mittels eines Jailbreaks machen können. Das hat jetzt natürlich massive Anpassungen an der Art und Weise geführt, wie wir hier ein Jailbreak überhaupt noch hinbekommen. Deswegen, wenn wir hier mal schauen, das Ganze ist noch weiterentwickelt worden und da unten am Copyright sehen wir es noch bis 2021. Danach ist hier mit Checkra1 nichts mehr entwickelt worden. Die Lösung ist aber trotzdem schon da und zwar heißt die Pallarain. Muss gerade noch mal kurz zurückgehen. Ja, meine Ergänzung hier noch, was ich vergessen habe zu sagen, Checkra1 gibt es nur für macOS und für Linux und die Lösung ab iOS 15, Pallarain, gibt es nur noch für macOS. Also da gibt es auch keinen Linux-Port. Das schränkt auch hier die Jailbreak-Möglichkeit nochmal ein. Ja, was macht Pallarain anders? Pallarain ist halt optimiert ab iOS 15, wie ich es gerade gesagt habe. Man umgeht hier das Read-Only-Betriebssystem in dem Sinne, dass wir hier zum Teil das Betriebssystem da kopieren müssen in einem Bereich, wo wir auch einen Schreibzugriff haben, was gewisse Vor-, aber auch Nachteile mit sich bringt. Welche das sind, schauen wir uns im Folgevideo von diesem Video an, wo wir uns mit dem Rootful Jailbreak beschäftigen. In dem Video heute Rootless Jailbreak, setzt auch schon hier auf den Pallarain Jailbreak auf. Wir haben ein iPad mit iOS 17 hier, was wir jailbreaken werden, wo wir auch dann im Prinzip schon diese neueren Techniken nutzen müssen. Ja, kleiner Sicherheitshinweis nochmal von mir, passt's bitte auf. Checkra1 bitte nur von checkra.in runterladen und Pallarain nur von pallarain.in runterladen. Es gibt hier auch sehr viel schwarze Schafe. Ich habe da mal hier ein Beispiel mitgebracht. Zum Beispiel hier dieses pallarain.com, Pallarain Jailbreak Online Tool. Ich gehe hier mal drauf. Das ist alles Fake. Ich habe ja auch schon mal ein Video gemacht zu Fake Jailbreaks. Ich blende euch hier oben den Link nochmal ein. Da wird wirklich viel abgezockt. Von dem her seid bitte vorsichtig. Nutzt bitte nur die offiziellen Seiten vom Jailbreak-Tool. Ich füge sie auch unten nochmal in der Videobeschreibung ein, dass ihr hier auf Nummer sicher seid und nicht irgendwo irgendeinem Betrug oder Scam zum Opfer fallt. Ja, das mal zum allgemeinen Info und wir werden jetzt starten, wie bereits angesprochen, mit einem Rootless Jailbreak auf einem iPad mit iOS 17. Seid gespannt. Wir starten jetzt mit dem Pallarain Jailbreak und zwar in der Rootless-Version erstmal. Und dazu müssen wir erstmal unser iPad mit dem PC verbinden.
Ja, ich habe dazu hier dieses USB-C auf Lightning-Kabel vorbereitet. Das Problem ist, manche Kabel funktionieren nicht richtig, deswegen, falls es nicht auf Anhieb funktioniert, dann sollte man vielleicht ein paar andere Kabel ausprobieren. Ich habe selber schon verschiedene Kabel ausprobiert, aber mit dem habe ich bis jetzt immer die besten Resultate vom Jailbreak erreicht. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, hier habe ich auch nochmal das besagte Kabel. Das ist ein Lightning auf USB-C Kabel. Mit dem habe ich eigentlich die besten Erfahrungen gemacht. Ja, es kann schon sehr frustrierend sein, wenn der ganze Jailbreak schon bereits am Kabel scheitert. Es gibt einen Haufen Drittanbieter-Kabel, die massive Probleme machen. Teilweise sind inkompatible Chips im Kabel verbaut oder wir haben Kabel, die vielleicht sogar im Extremfall reine Ladekabel sind. Man merkt es manchmal, wenn man es jetzt einfach immer nur zum Aufladen verwendet, merkt man es vielleicht gar nicht, aber in dem Fall brauchen wir hier eine Datenverbindung. Und wenn wir dann feststellen, hey, das Kabel kann gar keine Datenverbindung, dann ist das echt frustrierend. Ich hoffe, ihr habt ein paar Kabel zur Auswahl. Falls es nicht auf Anhieb klappt mit dem Jailbreak oder ihr Verbindungsprobleme habt oder das Gerät nicht richtig erkannt wird oder auch während dem Jailbreak, wenn es den Status wechselt, nicht mehr eine Verbindung herstellt, probiert einfach mal ein anderes Kabel aus. Ich drücke euch da die Daumen. Wie gesagt, USB-C auf Lightning ist mein Favorit, weil das funktioniert eigentlich so gut wie immer. Also, iPad ist soweit vorbereitet. Wir starten mit Pale-Rain und wenn ich das Ganze in Pale-Rain starten möchte, fragt er mich, ob Root Full oder Rootless. Wir haben ja gesagt, wir machen das Ganze erstmal als Rootless. Das heißt, wir starten mit Pale-Rain und dem L. An der Stelle setzt jetzt das iPad in den Recovery Mode. Das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis es in den Recovery Mode versetzt ist. Und sobald er jetzt hier erkennt, dass ein iPad im Wiederherstellungsmodus ist, brechen wir das Ganze hier mal ab. Das machen wir jetzt weg. Und im Terminalfenster sagt er uns, okay, du bist bereit. Und wenn du Enter drückst, dann starten wir mit dem Jailbreak. An dieser Stelle ist es so, sobald ich auf Enter drücke jetzt hier, dann muss ich die entsprechende Tastenkombination, in unserem Fall muss ich die Power-Taste oben mit dem Home-Button unten zusammenhalten, dann irgendwann den Power-Button loslassen und nur noch die Home-Taste drücken, bis entsprechend das Ganze in den DFÜ-Modus gestartet ist und der Checkmate-Exploit an der Stelle durchgeführt wird. Ich hoffe, es funktioniert gleich auf Anhieb. Manchmal funktioniert es erst am zweiten oder dritten Versuch oder wie schon gesagt, manchmal liegt es auch am Kabel, dass das Ganze vielleicht das Problem ist. Es kann sein, dass er jetzt zwischendrin hin und wieder rausspringt, sagt, ja, möchtest du zulassen, dass sich das iPad mit dem Mac hier verbindet, dann muss ich das entsprechend noch zwischenzeitlich bestätigen. Und das sind auch manchmal Stolpersteine, die dazu führen können, dass der Jailbreak nicht sauber durchläuft. Ich starte das Ganze jetzt mal, indem ich jetzt hier auf Enter drücke und halte jetzt die Tastenkombination Power Button. Jetzt lasse ich ihn los, jetzt halte ich nur noch den Home Button und wenn alles funktioniert, sollte er jetzt dann gleich in den Bootscreen wechseln. Wir sehen jetzt hier genau, dass er gerade dabei ist, entsprechend zu booten. Und es dauert jetzt noch einen kleinen Moment. Dann ist er wieder online. Es startet jetzt die modifizierte Betriebssystemumgebung. Das kann ein bisschen dauern, bis das Ganze gestartet ist. Manchmal dauert der Bootvorgang auch etwas länger. In dem Fall jetzt hier gebe ich meinen Passcode wieder ein. Und jetzt wird das Ganze hier an der Stelle weitergehen. Ja, auch wenn wir jetzt hier den Jailbreak eigentlich schon relativ erfolgreich durchführen konnten, war er an der Stelle nicht ganz erfolgreich. Oftmals gibt es immer wieder kleinere oder größere Probleme, die dazu führen, dass der Jailbreak tatsächlich erfolgreich erst beim zweiten oder dritten Versuch ist. Manchmal klappt es auch schon beim ersten, da muss man einfach ein bisschen Glück haben.
Was auch sein kann, ist, dass eben, wenn das iPad zum Beispiel wie hier am Mac zwischen den verschiedenen Stati hinwechselt, im DFÜ-Modus wechselt, in den Wiederherstellungsmodus und dann wieder ganz normal während dem Boot als normales Gerät erkannt wird, kann es auch sein, dass euch hier das Betriebssystem in die Quere kommt und sagt, ja, möchtest du wirklich, dass sich dieses Gerät jetzt in diesem Zustand mit dem Gerät verbindet? Deswegen kann es sein, dass der erste Durchlauf, wo ich da noch dabei bin, diese ganzen ja, ich möchte, das Ganze wegzuklicken, dabei beschäftigt bin, dass es da noch nicht funktioniert, aber wenn dann mal das Gerät vertrauenswürdig bekannt ist, dann beim zweiten Mal läuft es vielleicht schon besser durch. In dem Fall schauen wir jetzt nochmal zurück, weil ich habe eben den Jailbreak hier an der Stelle nochmal ein zweites Mal machen müssen, aber da habe ich dann wirklich den Loader dann installiert bekommen. Doch schauen wir da nochmal kurz zurück. Ja, an der Stelle hatte ich jetzt einen kurzen Cut gemacht, weil beim ersten Versuch ist nicht das Palarin-Icon auf dem Homescreen erschienen. Das liegt unter anderem daran, was ich schon gesagt habe, wenn er sich zwischen den verschiedenen Stati vom Gerät hin und her wechselt, kann es bei der Wiederherstellung von der USB-Verbindung zu Problemen kommen. Das heißt, man muss dann eventuell nochmal bestätigen, dass sich das iPad im DFÜ-Modus mit dem Mac verbinden möchte. Und deswegen kann es auch sein, dass dann zwar der Jailbreak augenscheinlich durchläuft, aber doch nur zur Hälfte und die letztendliche Payload-Übertragung, also die Palarin-App in dem Sinne, nicht funktioniert. In dem Fall habe ich jetzt das Ganze nochmal gestartet, das heißt, ich habe das Ganze nochmal in den DFÜ-Modus versetzt. Dann ist er ganz so weit gestartet, dass er das Ganze booten wollte, hatte dann auch wieder ein Connection-Problem. Ich habe dann das Jailbreak-Tool unterbrochen und habe es dann noch ein zweites Mal mit Palarin-L gestartet in dem Status, wo er hier sagt, Booting Pongo OS, also es war auch genau der Status, den hat es hier oben dann im Bootscreen oben angezeigt und dann läuft er weiter, er überträgt dann die Payload und dann bootet er das Palarin, dann kommt ein ganzer kurzer Splash-Screen, wo man hier sieht Palarin, er ist dann komplett grau mit so einem Schriftzug Palarin, dann weiß man, dann ist es durchgelaufen und dann erscheint auch hier das Palarin-Logo oder die Palarin-App auf dem Homescreen. Deswegen gehen wir jetzt an der Stelle mit der Bildschirmspiegelung jetzt hier weiter. Die Top-Down-Perspektive brauchen wir jetzt an der Stelle nicht mehr. Wenn wir das erste Mal in die Palarin-App reingehen, fragt er uns, welchen App-Manager für das Jailbreak wollen wir nutzen. Ich habe dazu meistens auf Sileo gesetzt, das heißt, ich klicke da einmal auf Sileo und sage installieren. Dann lädt er das Ganze runter. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es nicht so schnell. Falls es beim Download recht langsam sein sollte oder stecken bleibt, dann solltet ihr hier an dieser Stelle das Ganze nochmal abbrechen und nochmal neu anstoßen und geht es vielleicht auf den zweiten Versuch schneller. An der Stelle möchte jetzt der Jailbreak ein Root-Passwort setzen und das Standard Passwort, das Apple da hat, ist ja Alpine und wenn ich jetzt hier Kommandos mit sudo vergeben möchte, quasi als System, dann verlangt er ein neues Passwort. An der Stelle setze ich jetzt einfach das neue Passwort und check. Und dann geht es auch weiter. Er installiert dann alle notwendigen Pakete, die der Jailbreak noch braucht und wenn das Ganze dann erfolgreich war, sollte er uns hier dann Sileo als Paketmanager anzeigen. Ja, da haben wir ihn jetzt auch schon. Und wenn ich in Sileo gehe, das lehne ich ab, habe ich jetzt hier die Möglichkeit, Jailbreak-Tools zu installieren aus den Paketen oder auch neue Quellen zu hinterlegen. Das kann ich dann da oben mit dem Plus, dann gebe ich den Quellennamen rein, aber das sparen wir uns jetzt an dieser Stelle. Ja, soweit ist jetzt das Gerät im Status von einem Jailbreak. In dem Fall noch der Rootless Jailbreak. Wir können das Ganze nochmal kurz anschauen, indem wir uns jetzt hier mal die Filzer-App installieren. Filzer ist ein Jailbreak-Dateimanager.
Wir sehen es hier unten, dass sich in der Warteschlange 6 Pakete befinden. Ich bestätige das Ganze mal und dann fängt er auch an, den File Manager zu installieren. So, er ist mit dem Ganzen fertig und der File Manager sollte jetzt auch erscheinen. Ja, da ist er. Und im File Manager sehe ich jetzt hier auch das Root-Verzeichnis, also das Systemverzeichnis, wo das Betriebssystem ist. Und das ist an der Stelle nur Read-Only. Das heißt, das ist ja diese Sicherheitsmechanismen, die seit iOS 15 greifen, dass das Betriebssystem nur lesend gemountet wird und wir deshalb hier auch mit Jailbreak keine Veränderungen durchführen können. Ja, und unser Jailbreak-Verzeichnis befindet sich hier unter war Jailbreak und da werden die ganzen Sachen vom Jailbreak drin installiert. Ja, wir haben jetzt letztendlich erfolgreich unseren Jailbreak drauf. An der Stelle möchte ich jetzt aber nicht zu tief darauf eingehen, was wir jetzt tatsächlich unter diesem Jailbreak-Status an tollen Sachen machen können. Ich möchte an der Stelle lediglich nochmal auf ein Video verweisen. Da habe ich ja mal ein Video gemacht, wie wir Apps manipulieren können auf einem gejailbreakten Gerät. Ich habe auch noch ein zweites Video gemacht, wie man das Ganze auch auf einem Non-Jailbreak-Gerät machen kann. Ich tue auch euch das hier nochmal mit verlinken. Das sind wirklich technisch tiefgreifende Videos. Für die wirklich Hardcore-Interessierten wäre das wirklich zu empfehlen, dass ihr euch das Video mal anschaut. Aber wie gesagt, an dieser Stelle möchte ich es auch dabei belassen. Wir haben jetzt hier das Gerät gejailbreakt. Für alle, die den Jailbreak wieder entfernen möchten, möchte ich euch noch eine relativ einfache Möglichkeit zeigen, die das Jailbreak-Tool mitbringt, den Jailbreak zu entfernen. Hat natürlich immer ein paar Vorteile, aber auch Nachteile. Unter Umständen bleiben hier auch noch Reste zurück, die vielleicht von Jailbreak-Detections immer noch erkannt werden können. Ein wirklich sauberes Entfernen vom Jailbreak ist leider nur durch eine komplett saubere Reinstallation vom Betriebssystem möglich. Dazu muss man dann den Wiederherstellungsmodus nutzen, aber hier bei Pallarain kann ich es auch über das Terminal entfernen. Das schauen wir uns jetzt einfach nochmal an. Ja, angenommen, ihr habt euch anders entschieden und jetzt sagt, nee, der Jailbreak muss wieder runter, dann geht das natürlich auch. Dazu bietet Pallarain ebenfalls eine Option an. Wenn wir Pallarain starten mit den Hilfefunktionen, sehen wir, dass wir hier die Option Force Revert brauchen. Also gehen wir jetzt her, wir starten wieder Pallarain und nutzen die Force Revert Funktion. Wir drücken Enter und an der Stelle weist er uns auch darauf hin, was er wieder zurück machen soll. Wir haben Force Revert Rootless und wir starten das Ganze. Er bringt das Gerät wieder dabei in den Recovery Mode. Wir müssen jetzt kurz abwarten, bis das Gerät wieder gebootet ist. Die Hinweismeldung drücken wir wieder weg und wir drücken wieder Enter. Wir tun unsere Tastenkombination drücken. Jump. Und wir schauen mal, ob das Ganze funktioniert hat. So. Wir sehen hier den Pallarain Splash Screen. Und er entfernt jetzt das Jailbreak. So. Er weist uns jetzt an der Stelle darauf hin, nachdem ich das Gerät entsperrt habe, dass das Ganze nochmal neu gestartet werden muss. Wir haben auch ganz kurz gesehen, dass die Apps, die wir installiert haben, auch nicht mehr ganz so funktional erscheinen und wir sagen Reboot Now, damit wir die Entfernung vom Jailbreak abschließen können. Jetzt startet das Gerät einmal komplett sauber durch und danach sollte von unserem Jailbreak nichts mehr zu sehen sein. Und der Jailbreak ist entfernt. Was wir jetzt sehen, wir haben noch Dateileichen,
Wir sehen die Filzer-App und wir sehen die Sileo-App hier an der Stelle noch. Und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber ich vermute, wir können die an der Stelle auch nicht so entfernen. Schauen wir mal, App entfernen. Wir können sie vom Homebildschirm entfernen, aber sie werden wahrscheinlich im App Repository immer noch auftauchen. Ja, man kann sie nicht deinstallieren. Also ganz wichtig, bevor man den Jailbreak entfernt, auch die entsprechenden Apps über den Paketmanager deinstallieren oder ansonsten wirklich das ganze iOS neu aufsetzen. Wie das Aufsetzen von einem iOS geht, das können wir in einem separaten Video mal separat behandeln. Wenn zum Beispiel irgendwelche Probleme sind, ich muss es komplett frisch drüber installieren, also außerhalb von dem iPad mit entsprechenden Tools. Vom PC aus, dann ist es natürlich möglich, aber wie gesagt, das würde ich in einem separaten Video mal behandeln. Ja, ich hatte es ja schon angesprochen, wir haben auch hier gesehen, ein paar Reste bleiben, die bekomme ich auch nicht weg. Da muss ich wirklich aufpassen, dass ich noch im Jailbreak-Status das so gut wie möglich clean mache, dann den Jailbreak entfernen. Ansonsten, wie gesagt, hilft nur eine frische Installation vom kompletten OS. Ja, im nächsten Video schauen wir uns im Vergleich zu dem hier durchgeführten Rootless Jailbreak nochmal den Root Full Jailbreak an, was da der Unterschied ist, was der uns hier an anderen Möglichkeiten bietet, und wir werden im nächsten Video die Frage klären, warum gibt es eigentlich jetzt momentan im aktuellen iOS keine Jailbreaks? Ja, es ist da wirklich schwierig momentan und es kursieren wirklich viele Fake Jailbreaks, aber das Thema möchte ich euch auch nochmal klären, was da die Hintergründe sind. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, Kanal abonnieren und die Glocke nicht vergessen, dann bekommt ihr auch Infos, wenn ich ein neues Video hochlade. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche bei Teil 2 von unserem Jailbreak Spezial wieder mit dabei seid. Macht's es gut. Ciao.